Euer Kamikaze-Fahrer hier, wunderschönen Mittwochabend. Es geht tatsächlich um noch ein paar Sachen, die ich noch erledigen möchte. In diesem Video gehen wir auf zwei große Sachen ein. Einmal die Bremse vorne ist angekommen, die wir im letzten Video, falls du es nicht gesehen hast, hier oben vorbeischauen. Das haben wir nämlich ausgemessen, haben festgestellt, sie passt unter diese bezaubernden Felgen. Ne? Und deswegen können wir uns die einmal anschauen, was wir da so alles erhalten haben in dem Paket. Und das zweite ist, wir gehen auf einige Schläuche ein, die ich noch neu machen möchte und tauschen, besser gesagt. Denn wir haben ja hier so einen Kühlwasserschlauch, der ist nicht ganz so schön, finde ich. Da machen wir einen Silikonschlauch draus. Und das zweite ist ja, hier unten haben wir natürlich auch so ein Problem mit so einem Schlauch, der ja hier uns dafür sorgt, dass das Ganze ein bisschen im Stand ein bisschen sägt. Müssen wir natürlich auch neu machen. Ist aber gar kein Thema. Das machen wir doch in diesem Video. Zumindest bestellen wir einige Schläuche davon. Ob es in diesem Video dann passiert, können wir einfach dann, ob es dann in diesem Video auch passiert, das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ist ja nichts Großes mit dran. Diesen Schlauch einmal jetzt dann ausmessen, wie lang der ist, wie lange ich das sozusagen in Meterware bestellen muss und ob dieser hier denselben Durchmesser hat. Und dafür habe ich mir was mitgebracht. Und zwar ganz entspannt. Und hier haben wir 20,5. Ich weiß nicht, ob ihr das genau sehen könnt. Jetzt müsstet ihr das sehen können. Also, da haben wir definitiv was. Und wie ich sehe, können wir da auch einfach eine Schelle drauf machen. Und dann haben wir das. Das ist einmal Kurbelgehäuseentlüftung. Da müssen wir natürlich noch einen Schlauch drauf machen und dann noch einen Filter. Das wissen wir alle. Das darf auf keinen Fall in die freie Umgebung, da sonst eventuell die Umwelt zerstört werden könnte durch Öldämpfe. Ja, so ist das leider hier in Deutschland. Also, und dann schauen wir weiter. Was ich noch machen möchte, ist hier eigentlich eine Verrohrung. Und zwar hatten wir mal angedacht, naja, nicht wir angedacht, sondern ihr habt mir geschrieben oder einige haben mir gesagt, ey, pass auf, mach das doch mal hier runter. Und zwar hier runter vielleicht eine Verrohrung machen. Problematik ist aber, habe ich das jetzt einfach kaputt geschlagen mit meinem Fingernagel? Da ist jetzt ein Riss drin. Und zwar müssen wir den tatsächlich dann irgendwo anders hinbauen oder anders machen. Wir müssen dann hier also hier rüber gehen, hier runter gehen und dann wirklich auch bloß bis hier unten hin und nicht viel tiefer. Ich habe nämlich Sorge, dass hier sonst Spritzwasser und so richtig Sorgen machen kann. Gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wird Spritzwasser hier ein Problem? Denn auf der Höhe, ich zeige euch das mal kurz, auf der Höhe ist ungefähr dieses Blech, das heißt der Filter ist ungefähr auf dieser Höhe geschützt vor dem Rad, aber die Problematik natürlich, hier kann ja noch Luft rein und die Problematik ist ja von unten, das heißt, wir müssten noch vielleicht irgendeinen Schutz von unten bauen. Dass das natürlich auch abgedeckt ist und nicht von unten, wenn wir durch eine Pfütze fahren, dann auch noch Wasser ansaugen würde. Das war ja Worst Case. Also, das müssen wir auch noch machen. Und dafür müsste ich natürlich dann ausmessen, wie viel Platz haben wir, wo müssen wir was hinmachen und das machen wir am besten jetzt mal. Also laut Meterstab haben wir hier knapp über 70 cm, ist kein Problem. Wenn ich also Meterware bestelle, haben wir hier noch was übrig. Und das, was wir hier übrig haben, können wir dementsprechend dann auch für hier unten nutzen. Und hier unten müssen wir noch wirklich gucken, dass wir hier das irgendwie anderweitig verlegen oder hier nochmal eine Änderung machen, dass wir hier vielleicht zwischendrin ein kleines Metallröhrchen haben, damit das eben nicht zusammengedrückt werden kann, weil wie ihr sehen könnt, das ist ein bisschen zerquetscht. Und das ist bei warmen Temperaturen ganz schlecht. Und habe den Vorteil, dass ich ja hier das hier gekauft hatte, um die Ladedruckleitungen selber zu bördeln. Und dementsprechend kann ich das hier auch nutzen, um diese kleine Aluleitung dann dementsprechend auch einen Falz drauf machen. Und mit diesem Falz kann ich nämlich dann auch wieder ganz normale Schlauchschelle drauf packen. Dann habe ich da zwar zweimal gestückelt, ist aber kein Problem aus meiner Sicht, denn wir haben hier ja nur, wenn dann Unterdruck, klar, man sollte, ich meine, er macht ja auch Überdruck an der Stelle, aber es sollte an sich kein Problem sein, wenn es relativ alles fest ist. Also schreibt es uns gerne mal in die Kommentare, wie ihr das machen würdet. Weil diese Leitung brauchen wir ja leider für den Leerlaufregler. Je wärmer es dort ist, desto leichter drückt sich dann so ein Schlauch zusammen und dann haben wir die Problematik eben, dass der anfängt zu sägen, weil eben der Schlauch sich durch das Vakuum noch weiter zusammendrückt. Das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir natürlich richtig machen. Also auch hier wieder schwarze Schläuche machen, damit das auch alles schön sauber clean
in schwarz ist und nicht irgendwelche bunte Farben. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, was ihr für Farben sonst nehmen wollen würdet. Würdet ihr auch, so wie ich, schwarz nehmen oder würdet ihr sagen, oh nee, diese typischen blauen Schläuche, die sind gut. Unten sehen, das müsste jetzt 104 mm sein. Das ist sehr nah an diesem Zustand hier dran. Das heißt, ich habe gar nicht so eine große Verjüngung. Ich dachte, das Loch wäre wesentlich kleiner. Weil ich hatte schon Sorge, dass es bloß irgendwie ein 80er Loch ist. Wir dadurch eine extreme Verjüngung haben, kurz nach dem Filter. Und darauf hätte ich ja gar keine Lust, weil ich hätte Sorge, dass wir dadurch eine extreme Leistungsminderung hätten, wenn er hier erstmal durch eine Engstelle durch müsste und dann nachher erst wieder breit werden würde. Also, das sieht soweit gut aus. Das heißt, hier muss ich dann nur noch einen Weg finden, wie ich das geregelt bekomme. Rein mit Alu. Ich kann nicht Alu schweißen. Ich müsste es wieder zu jemandem bringen, dass es auch wieder perfekt geschweißt ist. Ich habe da nicht so gute Erfahrungen mit, um ehrlich zu sein. Also gerne mal in die Kommentare mit einem Schlauch, also mit einem, ich sag mal, Ladedruckschlauch arbeiten, Silikonschläuche. Oder sagt ihr, nee, das muss im Ganzen richtig schön aus Metall gemacht sein. Würde mich brennend interessieren. Also, und ihr passt da wirklich schön hin, grundsätzlich ja. Die Problematik ist aber tatsächlich riesig, und zwar der Filter, ich weiß nicht, ob ihr ihn sehen könnt, aber der ist schon hier. Das heißt, der ist direkt über dem Boden. Das heißt, noch heißere Luft. Ich glaube nämlich, dass der noch heißere Luft dadurch ansaugt, weil er direkt am Boden ist und sozusagen von der Straße die richtig heiße Luft hochsaugt. Und ich denke, das wird wesentlich schlechter sein als die Situation jetzt. Was ich natürlich machen könnte, ist, dass ich trotzdem irgendwie den Filter hier runter positionieren könnte. Und wir dann sozusagen hier so einen Luftschacht hoch machen können. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich ein Erfolg wäre. Ich glaube, ich lasse es jetzt erstmal so, wie es bisher war. Es ist dann für mich wie folgt: so in den nächsten Wochen oder Tagen werden dann nicht mehr so viele Videos oder es werden dann nicht mehr wöchentlich Videos kommen. Ich hoffe, dass ihr das verzeihen könnt, denn ich habe folgenden Plan, da kann ich euch auch einmal mitnehmen, und zwar noch einmal eine geile M-Technik Stoßstange für hinten habe ich gefunden, beziehungsweise, also geil ist vielleicht schwierig formuliert, die ist nicht mehr in einem guten Zustand, sie ist aber in einem Budget, wo ich sage, damit kann ich es verkraften, ne? Aber die ist rund 340 Kilometer von mir entfernt und da fahre ich nächste Woche Sonntag hin. Also für mich nächste Woche Sonntag, für euch ist es dann schon gelaufen, so wollte ich sagen. So ist es dann vom Zeitplan her. Für euch müsste es dann schon vorbei sein. Für die Leute, die mir auf Instagram oder auf TikTok folgen, die sind natürlich auf dem neuesten Stand, wie es dann aktuell so aussieht. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich bei mir zu Hause, wenn ich euch mal die Bremse zeige. Da ist auch schon die Bremse. Ein großer Karton ist es auf alle Fälle und ich würde sagen, ich packe das Ganze mal aus, lege mal das Wichtigste hier auf den Platz hin und dann gehen wir mal alles durch. So, und wie wir sehen, sehen wir jetzt zumindest mal die Hälfte, die ich jetzt hier auf den Tisch gepackt habe. Ich habe jetzt nicht alles ausgepackt, es liegt ein bisschen was am Boden. So, wir gehen jetzt auf die wichtigsten Sachen ein. Wir haben einen großen 4-Kolben Bremssattel, Festsattel, besser gesagt, nicht schwimmend gelagert. Hier haben wir das Montagematerial. Wir haben auch alles hier schön. Ich nehme das mal raus und dann zeige ich euch das mal auch schön. Wo haben wir denn hier? Hier ist die Schrift, seht ihr das? Das ist auch noch mit schön alles mit Nummern versehen. Dasselbe auch mit dem Bremsbelag. Haben wir auch überall Nummern drauf. Und das Schöne ist auch wirklich in der Einbauanleitung. Wir haben hier überall die Nummern mit dazu stehen. Welche Paketnummer für was gedacht ist. Die Nummer 60. Dann die Nummer 1. Das sind die ganzen Schrauben für die Bremsleitung. Wir haben die Bremsleitung von links nach rechts. Die kommt ja dann theoretisch hier so dran, na, dass ihr das seht. Dass ja das dann hier sauber auch die Bremsflüssigkeit von links nach rechts rüberkommt in den Bremssattel. Ist ja ein zweigeteilter, seht ihr ja hier. Ich denke, zweigeteilt ist eine Sache der Kosten, dass das einfach kostengünstig produziert werden kann. Aber ich bin sehr happy darüber, sehr glücklich. Auch die Bremsscheibe zweigeteilt. Kann man dann einfach auch den Reibring einfach an sich tauschen. Kann den Reibring an sich, wenn der runtergefahren wäre, kann man ihn einfach tauschen. Ne? So einfach ist das. Und da muss ich sagen, sieht erstmal richtig gut aus, auch von der Größe her. Ich denke, ihr könnt das erkennen.
wie groß das dann wirklich ist. Und das Schöne ist, es passt unter die 17 Zoll. Und das ist doch für mich das Wichtige, dass es unter diese 17 Zoll reinpasst, auch unter Biegen und Brechen, sage ich mal, mit TÜV passt das drunter. Und das ist ja das Wichtige. Es kann ganz normal eingetragen werden und das ist in Deutschland das Wichtigste. Und ich muss dazu sagen, gerade eingetroffen ist auch dieser Schlauch, wie ihr sehen könnt. Dieser Schlauch ist der, was ich bestellt habe, damit wir das noch fertig bauen können. Das heißt, wir gehen jetzt mal schnell wieder zum BMW, beziehungsweise ich schnipse mich mal dahin und dann bauen wir das hier noch ein, denn auch dieses kleine Aluröhrchen ist auch gekommen. Weil heute ist Mittwoch, ich habe das Video nicht mehr geschnitten und 18:15 Uhr soll es online sein. Deswegen muss ich mich echt beeilen. Also bis gleich. Ich würde sagen, schnipsen. So, also am BMW angekommen, habe ich auch schon tatsächlich das eine oder andere schon vorbereitet. Und zwar, der Schlauch hier unten ist raus. Also der Schlauch, der hier unten drauf war, der ist bereits raus. Das ist dieser hier. Und wie ihr sehen könnt, der sieht schon im Rohzustand ohne Wärme schon ziemlich schlecht aus. Der neue Schlauch ist dort drauf und ich habe auch schon vorbereitet. Und zwar habe ich das hier abgeschnitten. Das brauchen wir nicht mehr. Und das stecken wir hier durch, ziemlich tief rein. Das ist dann hier ungefähr, ja, kann ich gerade nicht anpassen, aber ungefähr auf diese Höhe bei meinem Zeigefinger rausguckt. Und dann tun wir dieses Stück bis hier hoch nur noch mal überbrücken. Und damit ist das hier auch fast fertig. Das heißt, das hier habe ich schon abgeflext, habe es soweit vorbereitet, dass hier keine scharfen Kanten mehr dran sind. Und jetzt heißt es einmal mit dem Bördelgerät, ist das hier, einmal bördeln. Und das zeige ich euch mal, wie das funktioniert. So wird das Ganze hier eingespannt. Das ist im Schraubstock, dass es hier natürlich die Kräfte aushält. Das Teil wird hier zwischendrin gespannt und kann dann hier natürlich drüber, ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt, nach oben oder nach unten korrigiert werden. Und sobald ich eben hier jetzt dran ziehe, drückt es innen drinnen das hoch. So der Plan. Wie ihr hier sehen könnt, seht ihr, eine kleine Wulst fängt schon an. Das heißt, wieder einspannen, wieder fester machen, wieder ein paar Runden drehen, bis es locker ist oder leichter geht, wieder fester machen. Und so lange, bis das hier eine schöne Wulst ist, damit wir wie hier vorne, damit wir dann hier den Schlauch schön drüber befestigen können. Haben wir eine richtig schöne Wulst, wo das auch richtig schön der Schlauch drüber gleiten kann. Und ich schwitze wie Sau. Also einbauen, fertig machen und dann haben wir das nämlich. Und dann sind wir auch schon so weit. Also wie ihr sehen könnt, der Schlauch ist hier ebenfalls befestigt, passt hier auch richtig schön drauf. Das Einzige, was ich gerade nicht zur Hand habe, ist hier nochmal eine Stelle, die muss ich mir noch holen. Hier mit dem Halter muss ich mir noch was überlegen. Hier ist nämlich gerade der Gummi gebrochen. Aber wir haben hier auch eben das Stück und wie ihr sehen könnt, das einmal in Metall. Und damit kann sich das nicht mehr verbiegen und kann sich auch nicht mehr zusammenziehen. Und damit sind wir fertig mit diesem Video. Ich habe euch einmal die große Bremse gezeigt. Ich habe hier alles soweit fertig bekommen. Es sieht ja natürlich jetzt wesentlich ansehnlicher aus, wenn wir so drauf schauen. Es ist kein Kühlwasserschlauch mehr oder Hydraulikschlauch mehr. Das ist ein schöner Silikonschlauch. Ich dachte, das andere passt. Das wird mir dann schon irgendwann mit der Zeit gefallen, aber es wurde immer schlimmer. Dann haben wir uns natürlich darum gekümmert, dass hier das alles jetzt auch Metall ist, kann sich nicht mehr zusammenziehen. Also sollte der Leerlauf perfekt laufen. Denn das war noch eine Problematik, die ich hatte. Und die Bremse habe ich euch auch gezeigt. Fantastisch. Also, seid mir nicht böse, wenn jetzt nicht mehr jeden Mittwoch ein Video kommt. Vielleicht nur noch jede zweite Woche. So viele Updates gibt es nicht mehr. Das Auto läuft, fährt, bremst und kann ich so weit bewegen im Straßenverkehr. Und das ist doch die wichtigste Sache, die wir haben. Und dann steht nur noch an, was wir alles dafür bezahlt haben. Dafür habe ich mir schon eine Liste geschrieben, beziehungsweise ich habe einen dicken Ordner mit allen Rechnungen zu Hause und das ist definitiv eine große Hausnummer, was da dran steht. Also bleibt gespannt, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Mal und viel Spaß noch. Tschüss.